Ich kippe jetzt hier oben einfach mal ein bisschen Wasser rein. Und ihr seht genau, wie das Wasser genau über die Stopfen läuft. Ich kippe nochmal einen Schluck. Und das ist halt das Problem. Und wenn ihr da irgendwann die Dichtung kaputt habt, läuft das halt genau an der Stelle dahin. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu der Odyssee von Johanns Tiguan. Ich weiß nicht, das wievielte Video wir heute aufnehmen. Hat ein bisschen Wasserprobleme, haben jetzt auch nochmal Wasserprobleme. Was wir so ein bisschen entdeckt haben, ist zwar noch nicht akut, dass Wasser reinläuft, aber ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern. Also wir hatten in den 2, 3 Videos davor behandelt, komplettes Panoramadach, Abhilfe geschaffen. Und jetzt haben wir halt nochmal ein Problem. Deswegen sind die Rückleuchten auch schon raus. Dazu gibt es auch ein Video bei uns auf dem Kanal. Wer die Rückleuchten ausbauen will, gerne bei uns auf dem Kanal schauen. Haben wir in dem Bereich hier Probleme, da wo die Stoßstange verschraubt ist an den 2 Stellen. Dahinter sind halt so weiße Stopfen. Also nicht so Blecheinsätze wie hier für die Rückleuchten, sondern so Plastikstopfen dahinter. Die kann ich euch auch schon mal zeigen. Die haben wir hier. Ich hole mal raus. Und da ist halt das Problem, dass diese Gummilippen hier, ne, die dichten das Ganze zur Karosserie hin ab und die werden halt mit der Zeit, weil da Dreck drauf läuft, Wasser drauf läuft, in der Regel Dreck, Wasser, also warm, kalt, warm, trocken, wie auch immer, ne, ihr wisst, was ich meine, wird sowas irgendwann porös und dann fängt diese Dichtung an zu reißen und genau an der Stelle läuft euch dann, können wir euch hier nochmal grob zeigen, ist halt Doppelblech. Habe ich mal eine Lampe, ich habe es heute. In dem Bereich können wir euch hier mal zeigen, hier haben wir die Stopfen schon erneuert, ist halt an der Stelle hier Doppelblech, deswegen können wir euch nicht zeigen. Ich versuche euch da aber irgendwie ein Foto rauszufinden, rauszusuchen, damit ihr seht, was ich meine. Also wie der Wasser mehr oder weniger dann an den Stopfen ja, in die Karosserie reinläuft oder ins Auto reinläuft und euch dann den Kofferraum mehr oder weniger mit Wasser versaut. So, wir werden diese Stopfen jetzt wechseln, deswegen werde ich als erstes jetzt die Schrauben ausbauen. Ich habe es heute echt mit Werkzeug. Wo habe ich mir das Werkzeug jetzt wieder hingelegt? Vom Vorvideo, hier Katastrophe. So, wir brauchen 25er Torx. 20er Torx, Entschuldigung, 20er Torx, die Schrauben raus, das sollte jeder hinkriegen. So, Rückleuchte, geh nochmal ein Stück zurück mit der Kamera, Johann, zeig mal die Rückleuchte. Also da, wo die Rückleuchte sitzt, sind ja keine mehr drin. Die muss halt ausgebaut werden, weil hier drunter halt ne, geklipst, gesteckt ist und wir die Stoßstange jetzt halt so ein bisschen ja, aushaken müssen hier. So, da kommen wir auch an die besagten Stopfen. So, Johann, mit den Händen ein bisschen aufpassen. So, das sind diese Stopfen. Ja, das ist doof mit Film. So, geht, so ist wunderbar. So, ja, das Problem ist, ich halte die auch fest. Warte, ich zeige es einfach mal kurz. So, warte, Schraubenzieher. Und genau an diesen Stellen meistens hier läuft das Wasser von hier oben. Zeigen wir euch gleich auch nochmal. Wir lassen ein bisschen Wasser laufen auf diese Stopfen. Hier sammelt sich halt Dreck. Ihr seht auch schon, der ist relativ lose hier, der Stopfen. Und der untere genauso. Der ist auch an der Stelle auch schon gerissen. Zeige ich euch gleich, wenn der ausgebaut ist. Und da läuft halt dann Wasser hinter. Nimm mal deine Hände weg, Johann. Ja, ins Auto rein. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Wasser hier. Das haben wir schon als Versuchsaufbau vorbereitet. Guck mal, wir haben eine Wasserflasche als Versuchsaufbau vorbereitet. Sehr gut. Wir sind heute sehr gut vorbereitet. Eigentlich gar nicht. Ist egal. Ich habe es einfach jetzt erzählt. So, und der Weg des Wassers ist ja mehr oder weniger von hier oben, Dach, hier überall. Das läuft dann halt hier rein, hier runter, hier runter, hier runter. Hier sitzt in der Regel die Rückleuchte, läuft hinter der Rückleuchte, also hinter dieser Klappe, die dann irgendwie hier sitzt, ja, irgendwie so, ihr könnt es euch vorstellen, ich weiß es nicht, so, nein, so rum. Ich komme nicht klar heute. Ja, auf jeden Fall sitzt an der Stelle die Rückleuchte und hier läuft das Wasser halt lang und läuft dann irgendwann unten genau auf die Stopfen. So, das zeige ich euch jetzt mal. Der Johann hält vielleicht mit einer Hand ein bisschen weg. Kannst du genau da vorne halten. So, ich mache mal ein bisschen Licht für euch und dann zeigen wir euch jetzt mal, wie das Wasser läuft. Ich kippe jetzt hier oben einfach mal ein bisschen Wasser rein. Und ihr seht genau, wie das Wasser genau über die Stopfen läuft. Ich kippe nochmal einen Schluck. Und das ist halt das Problem. Und wenn ihr da irgendwann die Dichtung kaputt habt, läuft das halt genau an der Stelle dahinter. So, Finger wieder weg. So, jetzt bauen wir die Stopfen aus. Stellen wir das Wasser wieder weg. Stopfen haben wir jetzt bei VW gekauft. Ich glaube, einer kostet irgendwie 2 Euro oder so. Ne? Also ist erschwinglich. Jetzt wenden wir einen Trick an, um die auszubauen. Damit wir natürlich hier nichts zerstören. Komm mal ran hier mit der Kamera, Johann. Ich schraube jetzt die Schraube dahinter. Ja, Lampe, sehr gut. Und dann nehmen wir ein Spezialwerkzeug von mir. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
ist egal, ihr wisst, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ihr wisst, wie das heißt. Dann gehen wir jetzt mehr oder weniger so hier hinter und ziehen den ganzen Kram raus, um nichts großartig zu beschädigen. So, Schraube wieder raus, die brauchen wir noch. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie aufgelöst, mehr oder weniger oder so dreckig, genau hier nimmt die Lampe, halt hier schon der Dreck ist. Und der untere, habe ich gesehen, hat schon Riss. Ja, guck mal, hier ist er auch schon gerissen. Kann man sehen, glaube ich, ne? Sieht man das in der Kamera? Ja, da, ne? Und dann machen wir den unteren raus, dann machen wir den neuen rein und dann ist das Auto abfahrbereit für... Da kannst du quasi durch den Rhein mitfahren. Ne? Also Wasser kann durch Schiebedach nicht mehr reinkommen, was wir jetzt hier fabriziert haben. Und ja, ich war kein Manta. Der Manta ist nicht im Rhein gefahren, glaube ich. Aber es wird dicht sein. Das ist jetzt halt hier auch wieder sehr viel Vorsorge, ne? Wo die meisten wahrscheinlich, also die meisten Leute von euch, ich will nur mal kurz auf mich zum Thema Wasser, glaube ich, im Auto, die werden erst sich unsere Videos angucken, wenn... ist wie beim Johann, das ist auch so gewesen, wenn es halt zu spät ist. Ne? Also da wird vorher nichts mal gereinigt, mal geschaut, ist alles frei, was kann man eventuell machen, wo kann man Abhilfe schaffen, haben die Fahrzeuge Probleme damit, schaut keiner nach, macht in der Regel jeder und dann sind alle am Jammern, erst wenn es zu spät ist. Wenn es wie beim Johann, das Auto schon ja, vollgelaufen ist, halt mit Wasser. So, wir machen den zweiten Stopfen raus. Das funktioniert mit dieser Technik hier richtig geil. So, schaut mal, müsste ich gleich raus haben. Nee, ich muss mal dahin, Johann. Moment. So, Finger drauf, damit er nicht runterfallen kann. Zack, ist er draußen. So. Zweiten Stopfen schauen wir uns auch einmal an. Jo, mehr oder weniger genau das gleiche. Auch schon an einer Stelle angerissen. Und irgendwann zerlegt es halt die Dichtung und dann ist Feierabend und spätestens dann habt ihr Wasser im Auto. So. Neu stopfen. Zweimal hier die Dinger, ne? Machen wir jetzt vorher einmal schön sauber mit einem feuchten Lappen oder sonst was, damit wir nicht wieder Dreck an der Stelle haben. Wischen wir da jetzt einmal über. Können wir auch hier richtig schön, dann macht der Johann gleich noch ein bisschen sauber hier. Ne? Nicht damit ihr denkt, wir sind hier die letzten Schlampen oder so. Bei uns, was wollte ich denn sagen jetzt? Funktioniert das schon mit Recht und Ordnung? Nee, oder noch ein guter Spruch ist, Sauberkeit ist das A und O, hä, Johann? So. Ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Ne? Also so sauber soll es dann in etwa aussehen. Ihr könnt sehen, glaube ich, ne? Schickimicki sauber. Stopfen nehmen, Stopfen reindrücken. Ich mache erst den untersten, der ist ein bisschen fummeliger. Moment. So, der ist drin. Und dann nehmen wir auch direkt den zweiten. Auch drin. So, das war's. Stoßstange wieder reinwursteln hier. So, Rückleuchte kommt nachher rein. Und dann nehmen wir einfach die zwei Schrauben. Wir haben eine gerade schon verschlammt. Wir mussten schon eine Schraube suchen, weil wir eine Schraube verschlammt haben. Keine Ahnung, wo die hin ist. So, festschrauben. Damit habt ihr, denke ich mal, für die nächsten Jahre Ruhe mit dem Teil Wasser im Kofferraum. So, ich mache Schlusswort. Festschrauben erklärt sich von alleine. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Erfahrung mit diesen Stoffen hattet, ob deswegen euer Tiguan eventuell schon mal unter Wasser gestanden hat und ob ihr das Problem schon kanntet. So, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video und vergesst nicht, zu diesem Fahrzeug euch alle anderen Videos anzuschauen. Ich denke mal, da ist für den einen oder anderen was dabei. Bis dann, ciao.